Hey, hier ist Lorenz von eBakery und im heutigen Video gehen wir eine Art Roadmap durch für neue Verkäufer von der Idee bis zum Launch, welche Schritte wichtig sind und auf was man wirklich achten sollte. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Wie euch Lorenz eben schon angekündigt hat, wird es heute gerade für neue Amazon-Händler interessant. Er zeigt aus seiner Sicht als Amazon-Experte einmal den gesamten Ablauf auf, den jeder neue Amazon-Händler durchlaufen sollte. Von der Gewerbeanmeldung bis zum eigentlichen Launch gibt er euch Tipps und Tricks mit an die Hand, worauf zu achten ist. Deshalb lohnt es sich, bis zum Schluss zu schauen. Sollten euch nicht nur Amazon-Themen, sondern generell E-Commerce und Online-Marketing-Themen interessieren, dann gibt es eine kleine Neuerung auf unserem Kanal. Wir haben für euch eine Kanalmitgliedschaft für den eBakery YouTube-Kanal eingerichtet, mit der ihr für 99 Cent Mitglied werden könnt und somit Zugang erhaltet. Dazu einfach unter dem Video auf Mitglied werden klicken, dieses noch einmal bestätigen und eure gewünschte Zahlungsmethode auswählen. Damit unterstützt ihr die Produktion unserer Videos und erhaltet zeitgleich weiteren Mehrwert in Form von Videos und wöchentlichen Livestreams. Nun gebe ich aber das Wort ab an Lorenz. Ich habe an der Stelle was vorbereitet. Hier wurde einmal gezeigt, welche Themen auf uns zukommen, welche davon am wichtigsten sind. Es gibt noch vieles zwischendrin, aber die allerwichtigsten Themen sind hier einmal gezeigt. Wir gehen das Ganze mal Schritt für Schritt durch. Ich gebe euch Infos zu den Themen. Wir werden vieles davon auch im Einzelnen in weiteren Videos besprechen. Für heute würden wir quasi die Reihenfolge klären, worauf man achten muss, wo sich Fehler einschleichen können und wo der Fokus wirklich liegen sollte im Laufe der Zeit. Ganz zum Anfang. Wir gehen hier in dem Beispiel davon aus, dass wir natürlich in Deutschland verkaufen wollen. Das verhält sich relativ identisch für Amerika und andere Länder. Jedoch seht ihr schon im ersten Thema soll es um Gewerbe, Steuernummer und Setup sowas gehen. Das ist jetzt auf Deutschland bezogen. Ganz wichtig, wenn ihr auf Amazon verkaufen wollt, als neue Verkäufer, braucht ihr auf jeden Fall ein Gewerbe. Welche Art von Unternehmen ihr dabei gründet, ist erstmal nicht ganz so wichtig. Die meisten neuen Verkäufer nehmen natürlich ein Einzelunternehmen. Man kann aber auch eine GmbH gründen, UG gründen, GbR, was auch immer ihr möchtet, was natürlich in eurer Situation am meisten Sinn macht. Bei diesem Thema Rechtsform quasi vielleicht auch mal ein bisschen nachschauen extra oder einen Steuerberater dazuziehen. Gibt es viele Möglichkeiten. Ihr müsstet in dem Moment rausfinden, was für euch die beste wäre. Wichtig ist, ihr braucht auf jeden Fall auch eine Steuernummer und eine Umsatzsteuer-ID. Sobald ihr bei Amazon Produkte in Deutschland lagern möchtet, seid ihr verpflichtet, eine Umsatzsteuer-ID zu besitzen, diese auch im Account einzutragen. Falls keine Umsatzsteuer-ID vorhanden ist, wird euer Account nicht mit FBA funktionieren. Denkt also dran, okay, nicht ohne Umsatzsteuer-ID bei Amazon FBA verkaufen oder registrieren. Des Weiteren wäre noch wichtig, dass wir ganz am Anfang schon drüber nachdenken, wenn wir Private Label verkaufen wollen, das heißt unter eigener Marke, würde ich euch auch bitten, quasi beim DPMA, also beim Deutschen Patent- und Markenamt, eine Marke zu registrieren. Es ist generell auch ohne Marke möglich, jedoch wird es viel leichter in ganz vielen von den nächsten Schritten, wenn wir beim DPMA eine Marke registriert haben. Ich glaube, die Kosten für eine Marke liegen aktuell so bei 300 oder 400 Euro, so in dem Rahmen. Bearbeitungszeit ist relativ lang. Jedoch akzeptiert Amazon mittlerweile auch Marken, die noch in der Anmeldung sind, selbst wenn diese noch nicht vollständig geprüft wurde oder vollständig bearbeitet wurde. Als Markeninhaber haben wir dann viele extra Features und das Leben als Amazon-Verkäufer wird ein bisschen einfacher. Dementsprechend hier Gewerbe anmelden, Steuernummer, Umsatzsteuernummer, Marke registrieren beim DPMA, Wortmarke oder Wortbildmarke, je nachdem, was für euch besser passt. EORI-Nummer, das heißt für den Import der Ware bitte eine EORI-Nummer beim Zoll beantragen, kostet auch nichts, dauert nur ein bisschen, ja. Das ist so das ganze Setup. Nächstes Thema sind Amazon FBA Basics. Was meine ich damit? Bedeutet, viele neue Verkäufer wissen gar nicht, wie das ganze System Amazon FBA funktioniert, auch wie Amazon als Markt agiert. Bedeutet, ihr müsst lernen, bevor ihr irgendwie was weiteres macht, was ist genau Amazon FBA, was bedeutet FBA, was macht Amazon für mich, was soll ich machen, wo liegt der Komfort, die Vorteile und Nachteile beim FBA-Programm, auch die Kosten natürlich. Ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Und dann, wenn das FBA-Programm relativ klar ist und auch verstanden wurde, empfehle ich meistens, dass man sich damit auseinandersetzt, wie der Verkauf auf Amazon funktioniert. Bedeutet quasi, warum verkaufen manche Verkäufer sehr viel, während andere nicht so viel verkaufen? Warum werden manche Produkte sehr weit oben gezeigt in der Suche, manche weiter unten? Was sind Suchbegriffe? Was sind verschiedene Kategorien? Vor- und Nachteile der Kategorien? Wir müssen verstehen,
warum manche Verkäufer erfolgreich sind und viele andere nicht, damit wir dann diese Fehler nicht machen und eine ziemlich gute Planung haben für die Zukunft, in welche Richtung das Ganze gehen soll und was wir jetzt vermeiden wollen vor allem. Ja. Drittes, Amazon Account Setup. Braucht natürlich einen Amazon Account, den kriegen wir bei Amazon Seller Central Deutschland. Der Account an sich in der Registrierung kostet nichts. Danach braucht man den professionellen Verkäufer-Account, der kostet ungefähr 40 € pro Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Dieser wird benötigt für Amazon FBA. Ohne diesen professionellen Account ist unser Lager super klein, wir haben keine Werbemöglichkeiten und. Bedeutet, der Gratis-Account von Amazon macht gar keinen Sinn für uns. Es muss tatsächlich der professionelle sein. Jedenfalls, solange ihr mehr als 2-3 Produkte im Monat verkaufen wollt. Ja? Beim Account Setup, das Schöne ist, es sind verschiedene Schritte, die werden immer zwischengespeichert. Amazon sagt euch ziemlich genau, welche Dokumente ihr wollt oder Sie wollen. Mein Tipp wäre an der Stelle einfach nur, guckt, dass die Dokumente alle stimmen und das, was ihr eingebt im Browser, auch wirklich auf dem Dokument 1:1 vorhanden ist. Bedeutet Ausweisdaten, Gewerbenummern, Umsatzsteuer-ID, Bankdaten, alles sowas muss wirklich 1:1 stimmen. Sonst kann der Mitarbeiter vielleicht den Account nicht freigeben und ihr habt dann immer weiter Probleme in der Registrierung. Viertes Thema, Produktrecherche. Wenn ihr neuer Verkäufer seid, ist das erste große Problem immer, was verkaufe ich? Da führen viele Wege nach Rom. Unsere Devise bei eBakery ist, dass wir ziemlich datenbasiert arbeiten. Bedeutet, meine Empfehlung wäre, dass wir Produkte suchen, die aufgrund der Daten auf Amazon für uns interessant sind. Bedeutet zum Beispiel, der Umsatz ist in einem Rahmen, wo wir mitspielen können. Heißt also, das ist kein Produkt, was Millionen Umsätze macht, weil da ist der Markt zu stark für uns einfach. Das ist aber auch kein Produkt, was sich nur einmal am Tag verkauft. Das nächste sind Suchbegriffe. Es wäre für uns immer ganz schön, wenn es zu einem Produkt mehrere Suchbegriffe gibt. Das heißt, mehrere Wege, über welche das Produkt gefunden werden kann. Des Weiteren sollte auch das Suchvolumen, also wie viele Leute suchen nach diesem Produkt, in einem gewissen Rahmen sein und. Dann auch der Preis des Produktes, Gewicht, Größe, Kategorie, sehr, sehr viele Themen und Kriterien quasi zu dem Produkt. Auch dazu können wir gerne bei eBakery natürlich beraten und helfen, wenn es Fragen gibt, wie finde ich ein Produkt oder könnt ihr vielleicht ein Produkt für mich finden. Nächstes ist die Analyse. Ja, in der Recherche finden wir quasi Ideen, basierend auf unseren Kriterien. In der Analyse prüfen wir jetzt, okay, sind diese Ideen gut oder schlecht? Ja, heißt also, haben wir hier eine Chance mitzuspielen? Haben wir gute Chancen auf Gewinn? Wird das ein Produkt, was eher riskant wird? Wie sehen die Chancen aus für Gewinn und Verlust, Umsatz und so weiter und so fort? Die Analyse ist tatsächlich das Wichtigste. In der Recherche finden wir einfach nur Ideen. Das geht noch relativ leicht. In der Analyse wird es ein bisschen schwieriger, weil wir uns sehr, sehr viele Daten anschauen müssen, vor allem bezogen auf das Produkt, den Markt, die Konkurrenz, Suchbegriffe, Trends. Sehr, sehr viele Daten, die man dann sich anschaut und noch verstehen muss und dann einen Rückschluss ziehen muss, okay, ist das gut oder nicht. Sechstes Thema, Sourcing bedeutet Beschaffen des Produktes. Wie finde ich Hersteller für mein Produkt? Worauf muss ich da achten? Schreibe ich nur einen Hersteller an? Schreibe ich ganz viele an? Was muss ich den Herstellern eigentlich schreiben? Muss ich da sehr, sehr große Texte vorbereiten? Vielleicht nur Stichpunkte hinschicken? Verstehen die mich? Wird das Ganze auf Deutsch, Englisch oder Chinesisch gemacht? Das heißt, die Produktbeschaffung wäre das nächste. Hier mein Tipp ganz klar, primär auf Alibaba, weil wir einfach abgesichert sind durch den Käuferschutz, also Alibaba Trade Assurance. Das nächste wäre, dass wir eigentlich immer mehrere Händler anschreiben, weil wir die Angebote vergleichen wollen. Ja, wenn der eine Händler sagt, das kostet 20 € pro Stück, der nächste sagt uns, es sind 10, dann ist natürlich besser, wenn wir das günstige kaufen, solange die Qualität natürlich gut ist. Beim Sourcing kommen noch ganz, ganz viele andere kleine Details dazu, die ich heute aber erstmal in dem Video nicht erwähnen wollte, aus Zeitgründen. Die kommen in anderen Videos noch mit dazu. Siebtes, Sample und Produktmuster. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr jetzt ein paar tausend Euro oder mehr in die Hand nehmt, um Produkte zu kaufen, dass wir natürlich Muster bestellen, um zu gucken, ist die Qualität gut. Des Weiteren können wir dann auch direkt schauen, dass wir mit diesen Mustern vielleicht auch die Fotos der Produkte im späteren Verlauf erstellen. Oder wir können schauen, okay, Qualität ist gut, aber vielleicht fallen uns Änderungsideen ein, Verbesserungsvorschläge, alles sowas. Und für euch ist natürlich schön, wenn ihr das erste Produkt launcht oder auch zweite, dritte, vierte, wenn man das zu Hause hat, nochmal selbst, um dann ja, das einfach zu haben und nicht nur zu verkaufen, sondern auch selbst zu besitzen. Achtes Thema Produktion.
Produktion kann teilweise 0 Tage dauern, weil der Händler das Ganze oder der Produzent das auf Lager hat. Kann auch manchmal 4, 6 und 8 Wochen dauern. In der Produktion gibt es nicht allzu viel zu sagen. Die Hersteller produzieren das Produkt. Hier ist einfach nur wichtig, dass wir den Zeitrahmen kennen, dass wir wissen, wie sind die Zahlungsbedingungen, was zahlen wir vor und nach der Produktion, damit wir das einschätzen können. Viel Impact, also viel wirklich Eingriff auf dieses Thema haben wir jetzt nicht. Ja, die Händler und die Produzenten haben ihr Tempo. Wir können das schwer beeinflussen, außer wir zahlen vielleicht mehr. Und da muss man wieder abschätzen, lohnt sich das? Ja. Nächstes Thema Shipping. Viele neue Verkäufer denken, sie müssen die ganze Ware am Anfang zu sich nach Hause schicken. Das habe ich damals auch gemacht vor 6 Jahren. Bitte macht das nicht. Im Regelfall ist das nicht effizient, es ist auch nicht skalierbar. Und ich würde euch gerne ersparen, dass ihr dann irgendwie abends zu Hause sitzt in der Garage und tausende Produkte etikettiert. Das ist nicht effizient, gar nicht. Bedeutet, wir möchten wirklich direkt von der chinesischen Firma im Regelfall nach Deutschland schicken, ins Amazon-Lager, damit das Ganze so passiv und effizient für uns abläuft wie möglich. Das Einzige, wo wir vielleicht Produkte nach Hause wollen, ist, wenn wir vielleicht Retouren haben, die wir selbst zu Hause nochmal nachpacken wollen oder dass wir Fotos oder so machen. Ja. Der Rest bedeutet wirklich direkt aus der Fabrik ins Amazon-Lager. Bei diesem Thema kommen dann auch verschiedene Steuerthemen nochmal mit rein und ein bisschen kompliziertere Verhältnisse. Wer macht was im Versand? Also was macht der Händler? Was machen wir? Was macht Amazon? Auch dazu können wir nochmal ein Video machen. Generell ganz wichtig aber, es macht meistens keinen Sinn, die Ware zu sich nach Hause zu schicken. Ja, ganz selten macht das Sinn. Außer ihr habt eine super kleine Bestellung, dann vielleicht. Nächstes Thema Content. Was meine ich damit? Texte für das Produktlisting, Bilder für das Produktlisting, Markenbeschreibung. Das heißt, wenn ihr eine Marke registriert habt, kommt die normale Beschreibung mit Text weg und wir ersetzen die durch Bilder und Texte, die quasi ein bisschen schöner aussehen, ja, und effizienter im Verkauf sich auswirken. Hier ist es wichtig, dass man weiß, die meisten Verkäufer machen das nicht selbst. Die meisten Verkäufer schreiben nicht ihre Texte und machen auch nicht ihre Fotos selbst. Es ist aber wichtig, dass man versteht, wie sehen gute Bilder aus, wie sehen gute Texte aus, was ist wichtig. Vor allem bei den Texten geht es nicht nur darum, dass die gut klingen, sondern auch, dass das SEO, also Search Engine Optimization, bedeutet die Keywörter, dass diese integriert sind auf eine Art und Weise, die Sinn ergibt und sich auch positiv auf das Verkaufen auswirkt. Ja? Hierzu muss man nur wissen, wie das Ganze ungefähr strukturiert ist. Man muss das nicht unbedingt selbst können, meines Erachtens nach. Thema 11, Marketing. Das ist, sage ich mal, traurigerweise mittlerweile das allergrößte Thema. Früher war es so bei Amazon, dass man auch ohne sehr starke Marketingkenntnisse und ohne große Ausgaben gut wirtschaften konnte. Mittlerweile halte ich das für eher schwierig. Jedenfalls sehen wir das sehr selten. Bedeutet, die Marketingkampagnen, die Werbung im Amazon-Account ist ein Riesenthema. Meines Erachtens das Wichtigste aktuell. Und auch das, womit ihr die Projekte am meisten beeinflussen könnt, sowohl positiv als auch negativ. Wir können mit gutem Marketing unser Produkt pushen, Sichtbarkeit generieren, skalieren, Profite erwirtschaften, können mit schlechtem Marketing ziemlich viel Geld verbrennen. Heißt, die meisten Verkäufer haben eine gute Ahnung davon, wie es funktioniert, schalten es aber oftmals nicht selbst. Im Regelfall, was wir sehen, ist, dass wir tatsächlich mit den neuen Verkäufern Beratung machen, um die wichtigsten Züge des Marketings zu erklären, damit ein guter Überblick da ist. Wir dann aber als Agentur die Kampagnen aufsetzen, weiterhin optimieren, verwalten und die Produkte und Projekte dahin pushen, wo das Ganze sich gut lohnt. Neue Verkäufer haben einfach ein sehr großes Risiko, dass, wenn sie selbst die Kampagnen schalten, ziemlich viel Geld verbrannt wird, weil es ist keine gute Kampagnenstruktur vorhanden im meisten Fall. Des Weiteren kommen dann Daten rein durch die Kampagnen und ein neuer Verkäufer weiß nicht genau, wie die auszuwerten sind, wie die zu lesen sind, wie man agieren muss basierend auf diesen Daten. Das kommt mit der Zeit. Ja. Viele Verkäufer schalten selbst auch später die Werbung. Anfangs jedoch würde ich es nicht empfehlen, einfach weil man wirklich viel Geld an Amazon geben kann und man bekommt selbst nicht so viel raus leider. Ja. Deswegen da wirklich ganz stark drauf achten. Der 12. Teil ist dann der Launch, bedeutet, wir haben das Produkt im Lager, wir haben jetzt auch die Kampagnen an, wir haben vielleicht 2, 3 Bewertungen schon gesammelt, jetzt geht's los und dann muss man natürlich schauen, wie kommen Verkäufe rein, wie bearbeite ich die Werbekampagnen, worauf muss ich da achten und wie können wir das Ganze skalieren, Ranking generieren auf Amazon und dann unsere Profite auch erwirtschaften. Ja. Kurz zum Schluss noch. Wenn ich das jetzt hier einkreisen müsste, welche Themen sind denn wirklich sehr wichtig? Ja? Einmal die Basics, bedeutet, ihr müsst verstehen, wie funktionieren Suchbegriffe, Ranking auf Amazon, welche Kategorien sind für mich gut und schlecht, wie lese ich die Daten, ja? Das ist wichtig. Produktrecherche und Analyse, super wichtig.
Ihr müsst ein gutes Produkt haben, das ist einfach der Grundstein für euer Projekt. Wenn das Produkt, sagen wir mal, schlecht gewählt ist, basierend auf den Daten, wird der Verkauf auch nicht leicht oder nicht leichter, sagen wir es mal so. Das nächste wäre auch noch Sourcing. Bedeutet, ihr müsst die Produkte in einer guten Qualität und zu einem guten Preis einkaufen. Wenn ihr viel zu teuer einkauft oder in einer viel zu schlechten Qualität, wird der Verkauf auch sehr, sehr schwer. Wir brauchen ein bisschen Marge, wir brauchen auch eine gute Qualität, wir wollen keine Retouren haben. Achtet auf das Sourcing und dann die letzten beiden Sachen Content und Marketing. Extrem wichtig. Wenn die Bilder und Texte nicht gut sind, kann die Werbung nicht gut laufen. Bedeutet, die Basis für das PPC-Marketing ist der Content. Der wird aber im Regelfall einmal bearbeitet und dann ist der gut. Ja, außer ihr macht das nicht so effizient und müsst nacharbeiten. Im Normalfall aber einmal ordentliche Bilder, ordentliche Texte und dann das allergrößte Thema wirklich Marketing, also PPC-Kampagnen im Account. Das ist ein Thema, wo man jeden Tag dran arbeiten kann. Alle anderen Themen sind oftmals einmalig und dann braucht man sie bis zum nächsten Launch nicht nochmal. Marketing täglich, wöchentlich ein Thema und auch das, was wirklich den Verkauf bestimmt. Also das ist so ein bisschen die Roadmap, das sind die einzelnen Schritte. Ich könnte jetzt zu jedem Schritt noch 2-3 Stunden reden, machen wir heute in dem Video aber nicht. Es wird in folgenden Videos in den nächsten Wochen auf einiges hiervon nochmal eingegangen im Detail und dann auch, sage ich mal, diese Themen ein bisschen detaillierter erklärt. Genau, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich bedanke mich und viel Erfolg beim Verkauf. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch gerne bei eBakery, fragt gerne auch nach mir, Lorenz, und ja, man sieht sich. Ciao. Danke, Lorenz. Ich denke, er hat das sehr gut zum Schluss noch einmal auf den Punkt gebracht. Um nicht aufs falsche Pferd zu setzen, sollte eine Produktanalyse stattfinden. Wie diese in etwa aussehen kann, könnt ihr unserem Amazon FBA Guide entnehmen. Aber auch dazu wird es noch einmal eine Experten-Detailfolge in naher Zukunft geben. Habt ihr das richtige Produkt, ist bei Amazon das A und O das Marketing. Wir haben euch jüngst 7 Wege aufgezeigt, wie ihr externen Traffic auf eure Amazon Landingpage leitet und wofür eine Landingpage eigentlich dient. Doch auch On-Page-Marketing sollte nicht unterschätzt werden. Wie das auf Amazon vonstatten gehen kann, seht ihr demnächst. Sollte es dazu noch Fragen geben, hinterlasst diese in der Kommentarspalte unter dem Video. Solltet ihr noch auf der Suche nach dem richtigen Produkt sein und euch von Experten bei der Analyse helfen lassen wollen, dann schaut euch gerne auf unserer oben rechts verlinkten Seite um und vereinbart dort einen Termin mit uns. Wir freuen uns auf euer Projekt. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr dann auch den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt. Bis dahin, euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.